Es wird langsam Abend im Hwange Nationalpark in Simbabwe. Diese Elefantenherde kommt gerade am Wasserloch an. Ein fröhliches Treiben. Es wird geplanscht, getrunken, gespielt. Und beim ganzen Gedrängel am Wasser muss man auch mal ein wenig Dominanz zeigen. Doch ein Babyelefant ist mir hier ganz besonders aufgefallen. Es ist dieser hier. Dem Kleinen fehlt ein beträchtlicher Teil seines Rüssels. So viel, dass er das Wasser gar nicht erreichen kann. Aber warum? Wie hat er ihn verloren? Und warum ist er noch am Leben? Das hier ist Teil 2 meiner Anti-Wilderei-Doku. Teil 1 ist bereits online, schaut den also unbedingt vorher, bevor ihr dieses Video schaut. Am zweiten Tag mit den Rangern vom Conservation and Wildlife Fund Hwange stehe ich wieder extrem früh auf und mache beim Morgensport mit. Heute joggen wir noch vor Sonnenaufgang durch die Wildnis. Kurz mal ein bisschen Kontext. Wir befinden uns im südlichen Afrika in Simbabwe. Die NGO arbeitet hier im Westen des Landes im Hwange Nationalpark. Der misst stolze 14.600 Quadratkilometer und ist damit fast so groß wie ganz Schleswig-Holstein. Nach dem Morgenworkout gehen wir auf Patrouille, eine der wichtigsten Aufgaben der Ranger. Wir suchen nach Tierspuren und Waffen von Wilderern und finden heraus, was passiert, wenn wir auf Wilderer stoßen. Das alles ist aber nur Symptombekämpfung. Später im Video reden wir noch mit einem Ex-Wilderer, der jetzt die Seiten gewechselt hat und als Ranger arbeitet. Außerdem lernen wir, wie man die Ursache für Wilderei an der Wurzel packen kann. Dazu aber später mehr. Okay, I'm just gonna get my rifle because we've got a visitor with us. Und es dauert auch gar nicht lange, da haben wir schon die erste Spur entdeckt. Can you tell me what you're seeing? It's learn sports. The one is a male. And the toes are 1, 2, 3, 4. And so when you see tracks like this, you know it's not too recent because there's no tire tracks above it? Yeah, this is last night. And there are some mwanas. Yeah, there's a female with some cubs. So they went that way and then back. So how many cubs have we got here? Might be 3. Es hat überhaupt nicht lange gedauert auf der Patrouille und wir haben direkt 10 Meter, 100 Meter, die wir gelaufen sind, sofort die ersten Spuren gefunden, und zwar Löwenspuren. Diese Spuren müssen von letzter Nacht gewesen sein, denn wir sind hier eben auf dieser Sandstraße unterwegs und die wird eben von Autos befahren. Die Spuren sind aber noch so frisch, dass sie entweder gestern Nacht oder heute Morgen entstanden sein müssen. Diese Daten und Fotos, die haben sie jetzt in ihr System eingetragen. Das wird dann hochgeladen und mit anderen Organisationen geteilt. Das heißt, dadurch wissen andere Organisationen, die eventuell hier die Löwenpopulationen tracken, zählen, was auch immer, die wissen dann, alles klar, hier in diesem Gebiet waren an diesem Tag so und so viele Löwen unterwegs. Hier haben wir jetzt Löwenspuren gefunden und an dieser Stelle hier hinten kann man ablesen, wie schnell der Löwe unterwegs war. Das heißt, der hat seine Pfote hier in den Boden gegraben und dabei ein bisschen Sand aufgewirbelt nach hinten. Die Einschätzung von den Rangern ist, dass es ein leichter Jog war, also nicht besonders schnell. Das heißt, er war jetzt nicht am Jagen, aber er war schon ein bisschen schneller unterwegs. Und an der Größe der Pfotenabdrücke können wir eben auch sehen, dass es ein ziemlich großes Exemplar war und ungefähr gestern hier durchgekommen ist. Wo ich nicht weiß, wie sehr mich das beunruhigen sollte, dass wir nur ein paar Stunden hinter einem Löwen hinterherlaufen. Und es war zu Fuß. Aber genau deswegen versuche ich jetzt mal wieder zu meiner Gruppe aufzuschließen. So are lions of any interest to the poachers? They are quite a big muti practice in southern Africa, but they'll use lion parts for traditional healing. The Chinese have got a big tiger bone traditional medicines, but because the tiger are so rare that they're actually starting to move across to the other cats. Yeah, leopards, jaguars, lions are all now in the crosshairs. Nicht nur Elfenbein oder Büffelfleisch ist für die Wilderer also interessant, auch Tatzen, Krallen und andere Körperteile von Raubkatzen finden gut zahlende Abnehmer. So ein Nationalpark scheint ein Paradies für Wilderei zu sein. Da stelle ich mir natürlich die Frage, was würde passieren, wenn wir jetzt auf einen Wilderer stoßen würden? So can you tell me what would happen if we now just ran into poachers that we would see here? Yeah, supposing we see them before they see us, then we strategize. They make a formation to make sure they don't escape. Yeah, when they see us before we see them, usually we see them already running away.
and we run after them. And you're not afraid that they have firearms, maybe? Yes, sometimes we are afraid, but we know in this area most of the poachers they are not armed. But in the parks area where they are hunting for elephant, they are always armed. But this side, where it's closer to the community, they hunt for meat. So let's just say we would bump into some poachers and they would run away from us here. Would you be allowed to shoot? I could put up a warning shot. I wouldn't, because you're responsible for your fall of shots. There'd be a long process if we shot at a poacher, especially if he turned out to be unarmed. So what we would do, like if we were on a patrol and there was a unit nearby with a vehicle, they would look at major road crossings. They would wait for them there, spring in ambush. And that's how we deal with that situation. Das heißt, hier wo wir unterwegs sind, jagen die Wilderer gar nicht mit Schusswaffen. Aber wie töten sie dann die Tiere? I've seen a snare here, a half gauge. So we found a snare. Yeah, I found a snare. Hier ist jetzt eine von diesen Fallen. It's really hard to spot because when you see this is also like circle shaped, these thorns. Also diese Dornen hier sind auch kreisförmig und dann hier zu sehen, dass hier im Schatten, so that's here in the shadow there's a snare. It's really hard to spot. We differentiate the snares with their signals. They show how many people on that place are putting the snares. The way it is tied. And so you can see that if it's just one person, all the nuts, they're all the same. Also hier sehen wir jetzt den Knoten von dieser Falle. Je nachdem wie der gebunden ist, kann man auch absehen, wie viele Wilderer hier in der Nähe sind. Weil derselbe Wilderer immer denselben Knoten binden wird, aber verschiedene Wilderer machen verschiedene Knoten. And so what animal could you catch with this? Yeah, normally buffaloes, kudos, the elands, the waterbucks. Yeah, okay. Usually the animals can come moving like this. Yeah. Then it goes until it captures the neck, like this. Ah, okay. Und jetzt sehen wir hier, die Falle hat zugeschlagen. Der Draht hat sich um den Hals gewickelt und zieht sich, je weiter das Tier läuft, zieht sich weiter um den Hals. And what happens if a bigger animal walks through it like an elephant? If a bigger animal like an elephant is caught, it will normally break the snare, but the snare won't come out. It will drag the snare, which will cause some injuries that will eventually cause its death. So elephants are doing well, just because most of the poaching is relatively medium gauge wire, and a baby elephant will snap that. However, when we were on our trip the other night, we saw an elephant that had this much of a trunk. So it's likely that was a snare. If it was a lion, that elephant would be no more. And most of the anti-poaching you're doing here is finding those snares. Yes, because that's the most of the poachers uses the snares. Hier, because it's silent. It's silent. Das ist natürlich der optimale Fall. Es wird einfach eine Falle gelegt, der Wilderer ist weg, kommt ein paar Tage später wieder und holt sich seine Beute ab, hat keinen Schuss abgefeuert, geht nicht in Gefahr, ja quasi live ertappt zu werden. Am Nachmittag steige ich bei Nigel ins Auto. Wir fahren nach Gwaii, einer der umliegenden Gemeinden des Nationalparks. Dort soll die Ursache für Wilderei an der Wurzel gepackt werden. So they are, who are these poachers? Where are they coming from mostly? That's $1 million question. So the poachers are generally disaffected members of a community. You know, if you look at subsistence poaching, for instance, a subsistence poacher might be getting one duiker a week or on party every 2 days or something. Then he sort of graduates a bit and says, well, if I take 2, I can sell 1 and eat the other 1, and then that 2 becomes 10. Cartels arrive and say, well, we need someone to show us where the elephants are. Can you do that? We'll give you $500 for the season. $500 is probably what he earns in 5 years, 2 years maybe.
and he gets it in 3 months. But it's that subsistence poacher that has graduated to the top. Also das Problem ist jetzt ein relativ umfangreiches und vor allem hängt es, wie ich es verstanden habe, mit Wirtschaftlichkeit zusammen. Also die Leute außerhalb des Parks haben zu wenig Geld für Essen oder generell zu wenig Essen, kommen hier rein, um Essen zu suchen und entwickeln sich dadurch vielleicht auch zu Wilderern mit ein bisschen mehr Potenzial, die größeres Tier erlegen, um Geld zu verdienen. Das heißt, um das anzugreifen, das Wildereiproblem, muss man einmal die Wilderer fangen, aber auch auf der anderen Seite irgendwie diese Communities verstärken, damit eben nicht mehr dieser Need da ist, um überhaupt hier reinzukommen und zu wildern. Thank you for talking to me. Thank you. Thank you. You are from near community. Yes, I come from Gamo line, Gamo village. Did you ever go into the park to get meat? Yes, outside the park and the forest. Yeah, and what meat did you get? Ketite watok, watok and the daika, common daikas. Yeah, how did you catch it? You use it dogs, track them and you catch them. Did you do it to sell the meat? Yes, I sell the meat. You sell it to make money? Yes. And to eat it as well? Yes. Yeah. Yes. But now you are a ranger? Yeah, now I am a ranger. Yes, so I know how can you catch the poachers. Yeah, because you also know. Because I am a poacher. Das, was Marvelous hier betrieben hat, ist Wilderei zur Selbstversorgung. Seine Ziele waren kleine Tiere wie Wildschweine oder Kronenducker, deren Fleisch er gegessen oder verkauft hat. Er kommt, wie die meisten Wilderer hier, aus einem der umliegenden Dörfer des Nationalparks. Um Wilderei also nachhaltig zu stoppen, reicht es nicht nur, die Fallen und Wilderer selbst zu fangen, man muss das Ernährungs- und Bildungsproblem in den Gemeinden nachhaltig anpacken. Und genau das hat Nigel heute vor. But what we can help with right now is helping them to build a nutrition garden. And then I also want to put in a aquaponics system. And then obviously with the aquaponics system you've got bream or barbel fish in there. So as well as fertilizing the soils and putting nitrates and nitrogen into the soils, you can now actually harvest a percentage of the fish a week for protein. Yeah. So immediately that's fixing the education problem, because you can't learn when you're hungry. Yeah. Yeah. So how have you been doing? We're doing well. Yeah? Yeah. 1 week clinic is here. So this is a typical Zimbabwean meal. So zapsa is like corn or maize? Maize. Maize. What's the green? Rapeseed. Rapeseed. Yeah. And then goat. It's kind of like kale, yeah. Okay, yeah. Well done. If you don't mind, you're from around here, right? At what age do you start going to school? I think I was in 8 years. I dropped when I was in 14 years. 14? Yeah. You dropped out of school or you finished? I dropped out of school. There was an incident, like I was kidnapped, and it wasn't good for my life. When they went me back to school, some of the students, they used to insult me. Then I had to feel out of place. Then I would say, it's better to stay. How did you end up at CWF? The way I came at CWF, we did our exercise 14 days selection course. How did you feel about it, being selected? I was so excited. Very excited. Yeah. Yes, nice. I'm happy to come back and impress them on the community projects. Because some people, they are just killing animals or they're just living near the conservation areas, but they don't know what's the importance. So there's need to be told. Nach unserem Mittagessen treffen wir uns mit den Ortsvorstehern, Lehrern und Klinikmitarbeitern des Dorfes. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Versuch der Gemeinde, einen Gemüsegarten anzulegen. Bisher mit wenig Erfolg. Die CWF-Rangerin Intini soll das Projekt hier leiten, um das Ernährungs- und Bildungsproblem von Gwai zu lösen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass Anti-Wilderei-Arbeit viel weiter geht, als man zunächst denken würde. How do you feel now when you think about your past? Now I'm not feeling good. I'm not happy for that history. I'm not happy because they are killing many animals. Yes. But now you feel, you can feel good about what you do now, because now you're... Yeah, now I'm feeling better because I know what is conservation. I saw my children and the other children, they want to see Watok. Now, no Watok, maybe you saw
2, 3 warthogs. The kids are learning to me what is conservation. Yes, so I teaching at the village all time the small kids. No, poaching is not good because we are killing warthog today and tomorrow go back again killing. So sometimes no warthog. You obviously don't just want to battle the symptoms, the poachers. Like obviously you have to catch them as well. But if you don't start your work in the communities, you're basically doing Sisyphus work. Like you're just rolling a big stone up the hill. Yeah. For every day. Every day, for the next 20 years. You know, the population by 2050 in Africa is set to double. That is the projection. If that population is set to double, and we haven't fixed the poaching crisis by then, we will never ever, we won't have anything left by 2060. We'll all be eaten. Something. Be gone. Yeah, it's quite serious. And it's very serious. So then if we look at it and say, well, it's 2024 now, okay, we've got 26 years to get this done. So there's not a lot of time. Yeah. Hey ihr Lieben, das war meine zweiteilige Doku über Anti-Wilderei in Simbabwe. Ich weiß, das ist ein ganz anderes Video, als was sonst auf meinem Kanal kommt, aber ich bin wahnsinnig stolz auf das Endprodukt und das Thema liegt mir einfach so unglaublich am Herzen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr das Video ein bisschen pusht für den Algorithmus, liked, teilt und kommentiert. Und wenn ihr euch weiter über die wahnsinnig wichtige Arbeit der NGOs informieren wollt und sie vielleicht unterstützen möchtet, schaut doch mal in die Beschreibung, da habe ich Links reingepackt. Ich kann jetzt schon absehen, dass ich wahrscheinlich häufiger im südlichen Afrika unterwegs sein werde. Falls euch solche Themen also interessieren, abonniert gerne den Kanal und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr noch aus der Region gerne sehen oder lernen würdet. Ansonsten vielen Dank an alle, die eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben, insbesondere an Janni und Adrian, die im L-Paket sind. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann schließt auch gerne eine Kanalmitgliedschaft ab. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.